Hallo zusammen, neuer Lightning Talk, diesmal zur Hochverfügbarkeit. Ich habe das Lightning Talk in Anführungszeichen genommen, was ein bisschen mehr geworden ist. Aber wir gehen einfach mal so ein bisschen durch. Äh, Als erstes, was ist überhaupt Hochverfügbarkeit? Wie kann man das erreichen? Da gibt es so 3 ganz knackige Punkte aus der Wikipedia. Ähm, Was ihr haben wollt, ist, ihr wollt 'n Single Point of Failure eliminieren. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt nur einen App-Server. Wenn der down ist eure Anwendung down. Das ist relativ easy. Was ihr auch haben wollt, ist, dass ihr einen Reliable Crossover habt. Stellt euch vor, ihr habt eine Datenbank und ihr habt dann einen Hot Standby, der einspringen könnte im Notfall. Dann muss sichergestellt sein, dass dieser Wechsel funktioniert. Es nützt nichts, wenn ihr den Hot Standby habt und ihr könnt ihn nicht verwenden, sondern da muss man hinswitchen können und man muss auch wieder zurückswitchen können. Und der letzte Punkt ist, man muss Fehler bemerken, wenn sie auftreten. Also es nützt nichts, wenn ihr einen Hot Standby habt, dann gibt es einen Fehler und dann wird erstmal ein Fax losgeschickt, jemand muss einen Rechner hochfahren, sich mit SSH anmelden und irgendwelche Commands ausführen. Das System soll das selber rausfinden und soll in dem Fall selber einen Failover machen. Und wenn ihr die 3 Prinzipien erfüllt habt, dann könnt ihr Hochverfügbarkeit erreichen. So viel zur Theorie. Und jetzt gucken wir uns an, wie wir das bei uns beim Arcandra im Hosting umsetzen. Nochmal als kleiner Reminder, wie so eine Rails-App bei uns funktioniert. Grundsätzlich haben wir einen User, der geht übers Internet und kommt dann irgendwann mal bei unseren Load-Balancern raus. Von da wird der Traffic auf einen App-Server geschickt. Wir haben da in der Regel mindestens 2. Und am Ende gibt es im Hintergrund noch eine Datenbank und ihr seht da schon, da gibt es so einen Follower da hinten dran, der wird aktiv nicht verwendet, aber der steht zumindest schon mal zur Verfügung. Da sehen wir die 3 Prinzipien ja schon so ein bisschen abgebildet. Also wir haben versucht, Single Point of Failures zu vermeiden. Wir haben auch zum Beispiel 2 App-Server, aber wir hätten hier jetzt momentan auch einen Single Point of Failure. Das wäre im Prinzip der Load Balancer, der hier unten steht, der ist nur einer. Wenn der in dem Beispiel jetzt wegfallen würde, dann wäre die Anwendung auch offline. Schauen wir uns das erste an. Das fängt noch gar nicht so technisch hoch an, sondern ein bisschen weiter unten im Layer. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Internet. Und wir brauchen nicht nur ein Internet, wir haben hier so mehrere Internet. Wir haben unseren Rechenzentrumsanbieter und der hat nicht nur einen Anbieter, sondern der ist an verschiedene Internet-Exchanges angebunden. Und diese Internet-Exchanges sind im Prinzip dann auch wieder auf mehrere Wege bei uns angeschlossen. Wir haben auch nicht nur einen Switch, sondern wir haben zwei Switche und die sind auch nochmal untereinander verbunden. Was euch die Grafik hier zeigen soll, ist, dass wenn hier eine der Leitungen ausfällt oder wenn einer der Switche ausfällt oder wenn ein Bagger hier in eines der Kabel reinbaggert, sind wir nicht offline, sondern wir haben weiterhin Internet. Und das ist quasi so eine der wichtigsten Komponenten, die wir brauchen. Und das haben wir durch unser Rechenzentrum sichergestellt. Dann noch, wie wir die Anwendungen betreiben. Wir betreiben das ja nicht auf Bare Metal, sondern wir haben quasi virtuelle Maschinen. Das heißt, wir haben hier relativ große VM-Hosts, das sind die Hypervisor und auf diesen VM-Hosts laufen die jeweiligen VMs und darauf laufen die Anwendungen. Das nur als kleinen Background, das brauchen wir später nochmal. Genau, dann schon mal zum Thema Redundanz. Wir haben diese VM-Hosts und die sollten auch nicht nur an einen Switch angebunden sein, sondern die sollten an 2 Switche angebunden sein. Weil ihr habt ja vorhin gesehen, wenn einer der Switche kaputt geht oder wenn die Leitung zu dem Switch kaputt geht, hätten wir keine Verbindung zum Internet. Deswegen ist jeder von diesen VM-Hosts an 2 Switche angeschlossen und die 2 Switche können untereinander auch noch kommunizieren. Das heißt, wenn hier einer der Komponenten ausfällt oder wenn auch eine Netzwerkkarte von einem Port hier ausfällt, dann habt ihr trotzdem die Verbindung ins Internet. Was auch wichtig ist, ist der Strom. Wir haben nicht nur 2 Netzwerkleitungen, sondern wir haben auch 2 Stromleitungen. Mindestens eine davon ist auch an die unterbrechungsfreie Stromversorgung angeschlossen. Das heißt, wenn es da einen Stromausfall gibt, springt da eine Batterie ein. Wenn der Strom länger weg ist, dann wird da das Dieselaggregat angeworfen und dann wird sichergestellt, dass durchgehend Strom auf den Geräten ist. Auch wichtig, dass hier wieder die Switche und die VM-Hosts an beide angeschlossen sind. Was mal passieren kann, was ihr vielleicht auch von zu Hause kennt, ist, dass auch so ein Netzteil einfach mal kaputt gehen kann. Das heißt, es muss keinen Stromausfall geben, sondern das Netzteil kann auch kaputt gehen. Dann wollen wir auch nicht, dass die Geräte gleich offline gehen, sondern dann haben wir immer noch ein zweites Netzteil und das andere Netzteil kann man im laufenden Betrieb austauschen und dann ist wieder Redundanz hergestellt.
Worüber wir uns auch Gedanken machen müssen, ist, dass die virtuellen Maschinen auf den verschiedenen VM-Hosts ordentlich verteilt sind. Ihr seht jetzt hier, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben zum Beispiel den App-Server 1, der ist auf diesem VM-Host und der App-Server 02, der ist auf diesem VM-Host. Wären die beiden jetzt auf einem Host und der Host wäre kaputt, wäre die Anwendung auch wieder offline. Das heißt, das ist auch was, wo wir gucken, haben wir automatisches Monitoring dafür. Das heißt, es ist immer sichergestellt, dass die Server ordentlich auf die VM-Hosts verteilt sind. Dann kommen wir schon zu dem ersten Protokoll, um was wir sprechen, wie wir Hochverfügbarkeit umgesetzt haben. Und das ist an unseren Load Balancern. Wir haben hier den User, der geht auf macandra.de und dann landet er erstmal immer auf diesem Load Balancer. Ist jetzt vielleicht so die erste Überraschung. Wenn man macandra.de eingibt, landet man immer auf diesem Load Balancer. Man landet nicht irgendwie mal auf dem und mal auf dem, sondern man landet immer auf dem gleichen. Was ist der Grund? Der Grund ist, dass der sogenannte VRRP Master ist. VRRP ist ein Protokoll, das heißt Virtual Router Redundancy Protocol. Ist ein Protokoll auf Layer 3 Ebene. Das heißt, es sorgt dafür, dass die IP-Adresse für macandra.de auf diesem Load Balancer ist. Und von dort wird dann die Last weiterverteilt auf die verschiedenen App-Server, in dem Fall jetzt hier 2 Stück. Ihr seht, dass diese Load Balancer untereinander ständig VRP sprechen. Und jetzt simulieren wir mal einen Ausfall. Der erste Load Balancer geht jetzt down. Die beiden anderen Load Balancer bekommen das automatisch mit. Und was jetzt in dem Fall passiert, ist, dass die IP-Adressen von macandra.de von diesem Load Balancer automatisch auf den dritten Load Balancer wechseln. Und der Request geht dann automatisch über diesen dritten Load Balancer. Das funktioniert sehr zuverlässig, das funktioniert sehr schnell. Wir können da so einen Switch auch im laufenden Betrieb machen. Das dauert unter einer Sekunde, bis diese IP-Adressen da gewechselt sind von einem Load Balancer auf den anderen. Wenn ihr da durchgehend den Ping laufen lasst, kriegt ihr das in der Regel gar nicht mit. Vielleicht ist ein Roundtrip mal ein bisschen höher, aber ansonsten funktioniert das wirklich ohne irgendwelche merklichen Unterbrechungen. Ist auch so, dass wenn dieser Load Balancer wiederkommt, dann wechselt der Traffic nicht automatisch wieder zurück, sondern das bleibt dann erstmal auf dem dritten Load Balancer. Und alle Load Balancer sind auch ausreichend dimensioniert. Das heißt, die könnten auch jeglichen Traffic für alle Seiten abhandeln. Genau, bevor wir mit den anderen Komponenten weitermachen, mal so einen kleinen Helfer, den wir gerne und oft einsetzen. Der heißt HA-Proxy. Das ist ein kleines Tool. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich, dass wir ja euch in der Database YAML so Endpunkte bereitstellen, wo ihr die Datenbank findet. Und das sieht jetzt ja hier aus, als ob einfach auf dem Server auf localhost ein Postgres läuft. In Wirklichkeit läuft da aber gar kein Postgres, sondern was da läuft, ist ein HA-Proxy. Und ihr seht schon, der HA-Proxy, der hat ein Frontend und ein Backend. Und quasi das Frontend ist der Port, mit dem ihr euch mit der Anwendung hinverbindet. Dann geht es in das HA-Proxy Backend. Da können wir noch einen Health-Check machen und können aufgrund dieses Health-Checks entscheiden, wo wir den Traffic hinschicken. Also wir können zum Beispiel den Traffic entweder zu dem ersten Server schicken oder wir können den Traffic zu dem zweiten Server schicken. Hat den Vorteil, dass ihr in der Anwendung einfach nur einen Endpunkt habt und wir abhängig von der Konfiguration entscheiden können, wo wir den Traffic hinlenken. Erstes Beispiel, wo wir das einsetzen, ist bei Postgres. Bei Postgres setzen wir eine Software ein, die heißt Patroni. Und hier ist mal grob aufgezeichnet, wie das funktioniert. Wir haben einen primären Datenbankserver und der repliziert die Daten rüber zu einem zweiten Server. Jetzt seht ihr schon, der eine ist grün und der andere ist orange. Hat den Hintergrund, dass der Primary Datenbankserver ist, gegen den ihr alle Anfragen stellen könnt und gegen den ihr auch schreiben könnt. Der Replika-Host, der ist nur ein Read-Only. Das heißt, theoretisch könntet ihr euch da auch hin verbinden, aber da könntet ihr keine Update-Operationen durchführen. Und es gibt noch einen dritten Server. Warum wir den brauchen, schauen wir uns gleich an. Wichtig ist ja auch, die Daten replizieren nur in eine Richtung. Es geht immer von dem Primary zum Replika rüber. Jetzt ist der Primary ausgefallen, die Replikation ist unterbrochen und jetzt stimmen diese Services sich untereinander ab und sagen, okay, was machen wir jetzt? Der Server sagt, okay, Server 01 ist down, wir müssen was machen. Und jetzt seht ihr auch schon, warum wir 3 brauchen, weil wenn diese Server abstimmen, müssen die irgendwie eine Mehrheit zusammenkriegen. Das heißt, wenn der sagt, hier gibt es ein Problem und der sagt, hier gibt es kein Problem, da steht es 1:1, gibt es keine Entscheidung, passiert nichts. Deswegen gibt es hier so eine dritte Node, das ist eine Quorum-Node, die stimmt mit ab und die beiden sagen jetzt, okay, es gibt ein Problem, Server 1 ist weg. Was passiert dann? Der Server 2 wird von dem Service promoted, das heißt, er sagt, du bist jetzt der neue primäre Host und
der Server 01, der einen Fehler hat, der wird demotet. Das heißt, du bist jetzt der neue Replika. Und was dann passiert ist, dass jetzt quasi die Replikation einfach umgedreht ist. Es gibt den Server 02, der ist der neue Primary, und der Server 01 ist das neue Replika, und die Daten werden von Server 02 nach Server 01 repliziert. Es gibt Restendpunkte, die hier quasi sagen, wer der Primary ist. Also neben dem Postgres-Port gibt es hier noch einen anderen Port, wo ein kleiner Webserver launcht, und der sagt im Prinzip immer HTTP 200 da, wo gerade der Primary ist, und gibt 503, wo es ein Replika gibt. Das ist für uns natürlich super praktisch, weil ihr habt ja vorhin gesehen, bei HA-Proxy kann man so Checks machen, und was wir quasi machen ist, wir prüfen hier mit einem HTTP-Check, welcher von den Servern uns 200 zurückgibt. In dem Fall ist es jetzt der Server 02, der gibt 200 zurück, der Server 01, der gibt 503 zurück, und dann läuft der Traffic einfach von der Anwendung durchs Frontend an den zweiten Server. Gibt es einen Failover, würde der Server hier oben 200 zurückgeben, und dann würde der Traffic einfach an den anderen Server hingeleitet werden. Man muss an der Konfiguration nichts ändern, sondern das funktioniert transparent. Nächstes Produkt, was wir einsetzen, ist Redis. Da gibt es eine HA-Variante, die heißt Sentinel. Das ist jetzt nur für Redis mit persistenten Daten, also wenn ihr quasi was habt, wo ihr Sidekick-Informationen reinspeichert zum Beispiel. Da habt ihr auch einen Server, der ist der Leader, und einen Server, der ist der Read-Only-Follower, und der Leader repliziert seine Daten an den Follower. Hier ist es ein bisschen anders. Die werden auch überprüft, aber nicht von dem Service selber, sondern da gibt es extra Services, die von außen auf diesen Server drauf gucken, und die gucken sich halt regelmäßig den Leader an und gucken, ob der in Ordnung ist. Jetzt geht der Leader down, und dann sagt die erste Node, komisch, der ist down. Dann passiert in dem Moment noch nichts, sondern es müssen auch hier wieder eine Mehrheit der beobachtenden Nodes sagen, okay, der ist down. In dem Fall sagen jetzt alle, der ist down. Und dann passiert wieder das Gleiche, was wir auch bei Postgres hatten. Die eine Node wird promoted, die andere Node wird demoted, und die Replikation wird umgedreht. In HA-Proxy funktioniert es ein bisschen anders. Es gibt jetzt hier keinen HTTP-Check, mit dem wir prüfen könnten, wer der Leader ist und wer der Follower ist. Das heißt, HA-Proxy meldet sich in dem Fall direkt an diesen Redis-Instanzen an und fragt nach, hey, bist du der Leader oder bist du der Follower? Und je nachdem wird der Traffic an die eine Node oder an die andere Node geschickt. Dieser Umswitch-Vorgang, wenn einer dieser Instanzen down geht, dauert hier in HA-Proxy auf jeden Fall schon mal 9 Sekunden. Und das ist auch das, was ihr regelmäßig seht, wenn Sentry schickt, ich kann mich nicht mehr zu Redis verbinden oder ich kann mich vielleicht nur an eine Read-Only-Instanz verbinden, dann ist dieser Schwenk gerade in Arbeit und ist aber noch nicht vollzogen, weil es halt, wie gesagt, mindestens 9 Sekunden dauert, bis das passiert. Bei Patroni funktioniert es schneller, bei Redis dauert es ein bisschen. Das heißt, wenn wir eine Wartung machen, was wir ja jeden Donnerstag machen, und da passiert so ein Wechsel, dann kriegt ihr solche Mails oder Slack-Benachrichtigungen. Genau, hier noch eigentlich der aus Operations-Sicht am schönsten zu managende Service. Das ist OpenSearch oder Elasticsearch. Wie ihr hier sehen könnt, können wir den Traffic einfach an alle Nodes schicken. Das heißt, wir haben hier in dem Fall 3 OpenSearch-Server, und egal, wo der Traffic ist, wir können den Load balancen und können den einfach per Round-Robin an alle der OpenSearch-Server schicken. OpenSearch schickt die Anfragen intern einfach weiter. Also ihr könnt da Abfragen hinschicken und könnt Ergebnisse zurückbekommen, auch wenn sie in Wirklichkeit auf dem dritten Host gespeichert sind. Aber wie das intern funktioniert, kann ich euch hier nochmal zeigen. Wir haben hier diese 3 Nodes, die haben hier einen Index, und den Index kann man auch noch aufteilen, um die Dateien aufzusplitten. Das sind dann sogenannte Shards, und in dem Fall haben wir hier jetzt einen Index, und der besteht aus 4 Teilen. Und da seht ihr mal, ihr habt einen primären Shard, das ist der P01, und dann habt ihr einen replizierten, das ist dann der R01, also hier ist immer das Replika, und jeder Part gibt es quasi einmal als Primär und einmal als Replika. Jetzt geht die Node wieder down, und was dann OpenSearch automatisch macht, ohne dass man irgendwas machen muss, es sind ja 2 Primaries weggefallen, aber wir haben ja 2 Replika-Shards. Diese Replika-Shards werden automatisch umgewandelt in Primary-Shards, und dann könnt ihr wieder alle Daten beziehen und könnt auch neue Daten in OpenSearch reinschreiben. Wenn die Node länger weg ist, dann passiert Folgendes. Dann werden neue Replikas angelegt, weil, jetzt habt ihr ja gesehen, im Prinzip haben wir jetzt Primaries gehabt, aber nicht mehr genug Replikas. Die werden automatisch angelegt, und wenn der 01-Server zurückkommt, werden die auch hier wieder abgebaut und werden nach da drüben geschoben. Das funktioniert quasi alles automatisch. Da muss man gar nichts machen. Das ist so quasi das, was aus Opsicht am
am angenehmsten ist. Genau, das wäre ein Lightning Talk gewesen zu, wie wir Hochverfügbarkeit machen. Sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.